Ja, hallo zusammen, ich bin Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind zusammen im nördlichen Schwarzwald auf Genießerpfaden unterwegs. Und zwar genauer auf dem Genießerpfad der Teinacher. Ja, und wie ihr sehen könnt, sind wir hier schon mittendrin. Und zwar ganz oben auf dem Turm der Burg Zavelstein. Genau, der Und Weg hat ja so rund 12 Kilometer, gut 400 Höhenmeter, gibt einiges zu sehen. Neben der Burg hier das kleine Altstädtchen von Zavelstein, die Wolfsschlucht, ganz, ganz ganz viele viele. Stufen. So ist es. Genau, und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg bis hierhin so war und wie es von hier aus weitergeht, Dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Startpunkt unserer Tour war am Freibad Bad Tainach. Von dort ging es ein kurzes Stück raus aus dem Ort und zum Abzweig der Rundtour. so, empfohlene Laufrichtung rechts. Da steht's. Zunächst ging es auf einem Waldpfad entlang, vorbei an mehreren Schutzhütten bzw. kleineren Sehenswürdigkeiten und Aussichten. Wo ist denn der Weg? Ach, hier geht's weiter. Über Felsen ging es für uns über die Tainach. Nette Idee zur Wegführung, und ist das Wasser zu hoch, hat man nebendran ja die Brücke. Weiter ging es über Straßen und erste Stufen zur Mathildenanlage, eine mit steinernen Rastplätzen versehene Wegeanlage. Dort angekommen, fühlte ich mich auch gleich wie ein König. Der Herr König. Ich will nicht abstürzen. Anne stand mir in nichts nach. Nach einem kleinen Abstecher zu einem Aussichtspunkt ging es dann richtig ran ans Treppensteigen. Wir stellten uns der Mathildenstaffel, also den rund 600 Stufen der Mathildenanlage. Mit jeder Stufe wurde es anstrengender, was man uns auch anhören kann. Mein Gott, sind das winzige Stufen. Ja, inzwischen hast du diese übertrieben hohen, ne? Naja, so viele davon waren noch nicht da. Da wird einem warm. Oh, geschafft. Und jetzt erstmal eine Trinkpause. Etwas erholt ging es weiter, vorbei an einer Weide mit Kuhherde und wieder in den Wald und bergab.
Kaum ließ sich Anne aus den Augen, hat sie sich auch gleich einen ortsansässigen Zwerg geangelt. Ohne Worte. Tobi hat sich kurz darauf revanchiert und versucht, sich ein Burgfräulein zu angeln. Naja, so wird das wohl eher nichts. Der Weg führte weiter durch die recht kleine Wolfsschlucht und vornehmlich durch Wald. Ein kleines Stück abseits des Weges sollte es auch ein Gasthaus geben. Nix wie hin. Nur bei unserem Glück hatte es natürlich zu. Gut, dass wir Verpflegung dabei hatten. Wie sich das gehört, durften wir nach dem Abstieg auch wieder bergauf wandern. Und wieder über Stufen. Du wirst dich gleich sehr freuen. Mehr Stufen? Ja. Cool. Hat noch nicht genug heute. Ah, Stufen. Schon lange nicht mehr gesehen. Geil. Jetzt geht er auch noch freiwillig hoch und runter. An der Stelle ganz liebe Grüße an den Marco von Strauß Wanderlust. Das wäre genau dein Weg. Stufen, Stufen, Stufen. Oben angekommen erwartete uns das Örtchen Zavelstein nebst imposanter alter Burganlage. Im Jahr 1200 erbaut, ist die Burg heutzutage ein beliebter Veranstaltungsort und die Aussicht vom Burgturm ist allererste Sahne. Nach ausgiebigem Genuss der Aussicht ging es die vielen Stufen wieder hinunter und hinter der Burg wieder hinab in Richtung Bad Teinach. Da wir sehr viel Zeit mit Filmen und dem Genießen des Weges vertrödelt hatten, kamen wir doch noch in den für den Nachmittag gemeldeten Regen. Vorteil des Wetters: Der letzte Abschnitt entlang der Teinach mutete mit dem leichten Nebel zeitweise schon fast mystisch an.
Ja, da haben wir es geschafft. Der Teinacher ist erwandert. Ja, Anne, was meinst du? Wie war er? Also ich würde sagen, es war ein schöner Rundweg, der sich hauptsächlich im Wald gehalten hat, große Pfadanteile hat. Es gab viel zu sehen. Also wir hatten einmal diese vielen, vielen Treppenstufen, die ihr ja gesehen habt. Die Mathildenstaffel in der Mathildenanlage. Dann für mich persönlich die Burg natürlich, Zabelstein. Das Genau, war mit der Aussicht. ein Highlight. Ja. Die Aussicht ist wirklich toll. Ja, So, was sonst noch? ansonsten Der letzte insgesamt schön Teil. abwechslungsreich. Der letzte Teil zieht sich ein bisschen. Aber- bis wir- genau. Aber lohnt sich dann doch, weil wir haben uns auch überlegt, doch, wieso müssen wir den ganzen Abstecher da jetzt noch machen, diesen Schlenker. Genau. Aber es geht so schön am Bach hinterher zurück. Also es ist doch wirklich schön zu laufen, auch am Ende. Ansonsten Markierungen. Normalerweise sage ich immer bei den Genießerpfaden, es könnte etwas üppiger sein. Hier war es okay. Okay. Genau. Es war gut. Es Also war wir kein hatten Aussetzer. keine Aussetzer, genau. Und genau hier am Stadtpunkt, am Freibad in Bad Teinach, könnt ihr auch sehr gut parken hier, gibt es auch diese Flyer. Und da habt ihr auch nochmal alles Wichtige zum Weg mit drin. Gut, und dann würde ich sagen, von uns war es das mal wieder soweit. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann hoffen wir, ihr begleitet uns auf der nächsten Tour wieder.